und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Seoul Incheon Airport, kommen gerade aus Sydney. Lange Reise schon hinter uns. Jetzt müssen wir erstmal schnell in die Lounge, duschen, frisch machen und dann geht es mit der Lufthansa in der A350 und Business Class nach München weiter. Nochmal 11 Stunden. Also wir haben eine ganz lange Reise. Wir kommen ursprünglich aus Auckland, sind schon also mit Air New Zealand geflogen, dann mit Asiana und jetzt Lufthansa. Ja, aber ich freue mich auf die Lufthansa in der Business Class in der A350, also dem neuen Flugzeug der Lufthansa, gebased in München. Ja, und jetzt geht es aber erstmal in die Asiana Lounge. Ich liebe ja die südkoreanische Gastfreundlichkeit und diese Mentalität ist so toll. Jetzt habe ich hier so einen Melder bekommen, jetzt muss ich warten, es sind noch 4 Leute vor mir, vor der Dusche. Jetzt gehe ich zurück in die Lounge und das ist die Lounge mit Ruhebereichen hier. Da ist die Bar mit Getränken, Weinen, Softdrinks und einer coolen Bieranlage. Die zeige ich euch nachher nochmal und da hinten gibt es das Essen. Und das sind die Duschen hier. Also schnell mal frisch machen. Sieht doch ganz nett aus. Ziemlich modern hier alles. Auch die ganze Lounge. Ja, sogar mehr Amenities hier. Sogar Haargel. Wow. Tada, fertig. Sehr erfrischend, kann ich euch sagen. Das tut richtig gut. Ja, jetzt geht es zurück zum Platz. Jetzt haben wir auch immer noch über 3 Stunden Zeit. Ja, ist nicht das Problem. Aber wenn man schon lange unterwegs ist, kann es manchmal anstrengend sein, ne? Aber ich kann noch ein bisschen arbeiten. Warum dürfen wir eigentlich jetzt hier in die Asiana Lounge? Ja, weil die Lufthansa ist ja Star Alliance und Asiana ebenfalls. Und die Lufthansa hat hier keine eigene Lounge natürlich, nicht so weit weg. Und deswegen wird es miteinander kombiniert, geshared. Es gibt hier einige von den Asiana Lounges, man kann sich die aussuchen und wenn man zum Beispiel einen Status hat bei Star Alliance, wir haben es ja bei der SAS, könnten wir auch hier rein, wenn wir ein Economy-Ticket haben. Und wir dürfen sogar noch einen Gast mitnehmen. Das heißt, wenn jemand hier in der Nähe ist, wir haben schon bei Instagram angefragt, der auch auf unserem Flug ist oder vielleicht mit Asiana fliegt, den können wir mit reinnehmen. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Oh, Nudelsuppen. So, das ist die Bar hier und hier ist die Bierzapfanlage. Schaut euch das an. Wir sind drin in der Lufthansa A350, tolles Boarding und wir sitzen hinten im sogenannten kleinen Stübchen, wie es auch bei der Swiss teilweise ist. Hinten sind nochmal in der zweiten Kabine 2 Reihen der Business Class und vorne ist eine ganz große Kabine. Ja, das wird mit Sicherheit ein richtig toller Flug. Wir starten hier um 12:30 Uhr tagsüber nach München und der Flug ist ungefähr 11 Stunden. Ja, und was haben wir hier? Es gibt eine bestimmte
Zeit, wenn man die überschreitet, bekommt man bei der Lufthansa bestimmte Amenities wie einen Pyjama und eine Bettauflage. Die befindet sich nämlich schon hier. Wenn ich es haben möchte, eine Matratze und außerdem ein tolles Kissen im neuen Design, neue Decke im neuen Design und außerdem eine Flasche Wasser. Nach dem Boarding, was ja relativ zügig stattgefunden hat, weil wir ja Verspätung hatten aus München, hat man versucht, ganz schnell zu boarden und es hat auch funktioniert. Ja. Das Mikro lief noch nicht. Oh, das war mein Geräusch. Also es ist bei Lufthansa so, als Welcome Drink gibt es einen Winzer-Sekt, in diesem Fall wohl Henkel trocken. Und wenn man in der Luft ist, gibt es dann den richtigen Champagner. Hier gibt es eine Ausnahme, weil wir jetzt diese Stunde Wartezeit haben, gibt es jetzt schon während dieser Zeit den Champagner. Und Nüsse, eine Schale mit Nüssen, sogar Macadamia-Nuts, Pistazien und Mandeln. Unser Flug startet ja, wie ihr schon mitbekommen habt, aus Seoul, also Südkorea. Und die Nationalspeise oder eine sehr beliebte Speise in Südkorea ist das Bibimbap. Und ihr glaubt es nicht, die Lufthansa bietet es auf diesem Flug an, von Seoul nach München. Normalerweise ist das in einem Schälchen mit warmem Reis, aber das Schälchen ist kalt, also das große Schälchen. Was da drin ist, sage ich euch nachher, habe ich natürlich bestellt. Ich bin ja derjenige, der gerne Local Food probiert. Wenn man schon mal in Destinations ist, muss man auch probieren, was es dort gibt. Machen wir immer. Solltet ihr mal wissen wollen, wie es zum Beispiel in Auckland oder in Bangkok oder in Seoul ist vor Ort, was es da zu essen gibt, was man da erleben möchte, dann guckt am besten bei unseren Vlogs an. Wir machen immer unsere Erlebnisse, unser Essen, unsere Sightseeing-Tour in einem Vlog. Stellen wir das online. Am besten guckt ihr nochmal in unserem Kanal und drückt auf das i. Wisst ihr denn, wie man Bibimbap isst, also die traditionelle südkoreanische Speise? Also man hat ja den großen Teller, also die große Schüssel mit ganz vielen verschiedenen Zutaten, meistens mit Fleisch und ganz viel Gemüse und kalt. Den warmen Reis, den sollte man, so wie er ist, reintun. Man kann aber auch nur die Hälfte nehmen, man muss nicht den ganzen Reis nehmen. Und ganz wichtig ist das Sesamöl. Und die Hot Pepper Paste ist ebenfalls eins der wichtigsten Zutaten. Wenn man alles drin hat, dann macht man einen auf Mix-It. Muss alles gut vermixen. Sehr gut. Also ich bin überrascht, wie gut Lufthansa auf dem Flug nach München das Bibimbap serviert. Es ist ähnlich, beziehungsweise genauso gut wie das von Asiana, also der südkoreanischen Airlines. Wow. Also ich kam ja noch gar nicht dazu, euch den Tisch zu erklären, weil der wurde so schnell gedeckt. Den holt man aus der rechten Seite raus, den kann man aufklappen.
und entsprechend verriegeln hier und aber auch bewegen nach vorne und nach hinten. Wenn ich aber aus dem Tisch raus, aus meinem Sitz raus möchte, dann habe ich hier so einen Knopf und dann kann ich den Tisch ein wenig zur Seite schieben, drehen und dann kann ich rauslaufen, muss aber immer noch über die Füße von meinem Nachbarmann rüberlaufen. Das ist so ein kleiner Nachteil an der Konfiguration der Lufthansa in der Business Class. Das ist nämlich eine 2-2-2-Bestuhlung. Derjenige, der im Fenster sitzt, hat zwar einen tollen Ausblick, muss aber jedes Mal über die Füße, wenn die Füße ausgestreckt sind, ja, drüber laufen. Das geht besser, muss man leider sagen. Es sei denn, man legt viel Wert auf einen Gangzugang. Dann muss man entweder einen der inneren Sitzplätze nehmen oder am Gang sitzen, wie Dominik. Das Essen, das Hauptgericht ist jetzt also durch. Ich war sehr begeistert davon. Es hat wirklich gut geschmeckt für ein südkoreanisches Essen in einem Flugzeug während eines Fluges. Perfekt. Normalerweise, wir haben es mal in Südkorea, in Seoul gegessen, da kommt das richtig brutzelnd an, in so einem richtigen Steinpott, also in einer Steinschüssel. Geht natürlich hier nicht, wir sind ja auch im Flugzeug, aber dafür war es wirklich gut. Ja, ist gut. Sauvignon Blanc. Probier. Und das ist unser Dessert, unsere Nachspeise. Ich habe den Cheesecake genommen, Dominik die Käseplatte. Das Resümee werdet ihr gleich von ihm hören, wer das probiert hat. Ich esse das mal hier, das Süße. Stopp! Wir brauchen zuerst ein Foto. Sorry, Leute. Oh, Großstadt ist unter uns. Der Service ist durch und wir haben ja zwar einen Tagflug, aber macht schon während des Fluges die Shades runter, die Sonnenblenden, weil es schon sehr, sehr hell wird hier in der Kabine. Die meisten wollen ein bisschen schlafen. Ich habe es ein bisschen aufgehellt hier, denn ich will euch noch was zeigen. Das ML-Ticket, was da drin ist, warte mal, das kommt gleich, aber es gibt auf Nachtflügen, wir haben jetzt einen Tagflug, aber quasi als Vorstellung, was euch bei längeren Nachtflügen der Lufthansa erwartet, ein Schlafshirt von der Firma Van Laak. Die machen übrigens auch die Schlafanzüge in der First Class. Da gibt es dann noch eine Hose dazu. Hier in der Business Class nur ein Oberteil, aber immerhin. Damit lässt es sich definitiv gemütlicher schlafen als vielleicht mit dem Hemd oder mit dem Polo. Das ML-Ticket beinhaltet so eine ganze Menge an Dingen, das Übliche wie Socken, Augenbinde, Schlafmaske, ein Päckchen mit einer Zahnbürste, Zahncreme und ein Mintbonbon, ein paar Cremes, Lippenbalsam und Gesichtscreme, das Päckchen mit Socken, Gesichtsmaske, Augenmaske und einmal Ohrstöpsel. Ja, das war's. Aber mehr brauche ich auch gar nicht. Das Bett der Lufthansa in der A350 und die Auflage. Kissen und die neue Decke hier. Also ich sage mal so, es ist bequem. Ich finde es aber etwas zu eng geraten. Die Länge ist auch ausreichend. Die genauen Maße blende ich euch wie immer von der Seite ein. Ich habe doch recht gut geschlafen, wenn auch die Nähe zu Galley teilweise etwas störend sein kann. Am besten, ihr entscheidet euch für Mittelsitze, am besten in der Mitte der großen Kabine. Da ist es am ruhigsten, wobei die A350 ja sowieso generell ruhig ist. Trotzdem eine Empfehlung für euch. Wie gesagt, Sitzplatz ist gut. Nachteil, ich muss hier am Fensterplatz über den Nachbarsitz drüber steigen. So, und das ist die Lufthansa A350 Toilette in der Galley zwischen den beiden Business-Class-Kabinen. Sie ist jetzt nicht mega klein, aber auch nicht mega groß im Vergleich zu anderen. Allerdings habe ich hier eine ganze Menge an Amenities. Ein Schälchen mit Mundspülung, Rasierer, nochmal ein feuchtes Tuch, ein Kamm, Handcreme, Becher, Tücher, ja und natürlich Wasser.
Feuchttuch gibt es auch immer kurz nach dem Start vor dem Essensgang, genauso wie jetzt hier. Und das ist tatsächlich ein hochwertiges Tuch, was ganz, ganz toll riecht. Wir haben jetzt nochmal tatsächlich 4 Stunden ungefähr geschlafen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Zeitzone ich eigentlich bin. Wir kommen ja ursprünglich aus Auckland. Da sind es ja nochmal 12 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland. Ja, aber egal, jetzt haben wir noch ein bisschen geschlafen. Jetzt sind noch 2 Stunden bis zur Landung in München. Und ja, jetzt gibt es wahrscheinlich noch eine Kleinigkeit zu essen. Ich wollte euch noch mal kurz was über diesen Sitz erklären. Habe ich ja vorhin noch gar nicht machen können. Also der Sitz am Fenster, der ist ein wenig höher als der Sitz am Gang. Also man merkt das schon ganz klar. Und rauszukommen ist nicht so ganz einfach, besonders nicht, wenn es dunkel ist. Ich finde ihn auch ein wenig eng, weil man sich hier teilweise auch nicht wirklich bewegen kann. Man kann hier diese Armlehne hoch machen, aber sie stört trotzdem noch ein wenig. Dann macht es auch nicht viel aus, dass man hier eine Unterlage hat. Die macht es zwar ein wenig weicher, aber sieht jetzt nicht viel ein bisschen aus, aber trotzdem geht das ein bisschen besser. Finde ich diese andere Sitze doch komfortabler. Also zur Steuerung des Entertainment-Systems bei Lufthansa habe ich hier rechts einen Controller. Das ist eigentlich nur ein Controller mit dem Cursor bedient, oder wenn ich den Cursor bedienen kann, für den auch berührungsunfälligen Monitor vor mir. Allerdings ist die Filmauswahl relativ schwierig. Es gibt zwar eine Menge Auswahl, aber die Menüführung, die ist irgendwie total kompliziert. Ich muss also immer komplett runter scrollen, um mir irgendwelche Filme nochmal anzuschauen. Also außerdem fand ich auch ganz lustig, viele Filme sind ins Deutsche übersetzt, also die Filmbezeichnungen. Und dann gucke ich mir den an, habe ich noch nicht gesehen, schaue ich nach. Ja, dann kenne ich den schon, weil ich die englische Bezeichnung schon gelesen habe und mir angeguckt habe. Das ist irgendwie komisch. Genau. Ich glaube, das ist sowieso eine Kleinigkeit, oder? Okay. Ja, und das ist die Kleinigkeit vor der Landung in München. Alles auf einem Tablett. Da ist die Vorspeise Rinderröllchen mit Spargel. Hauptgang ist Hühnchen und Dessert, ein Kuchen. Ist völlig in Ordnung. Das ist jetzt eher so ein richtig leichtes. Wir hatten ja schon die Hauptspeise vorhin nach dem Start. Die war wirklich sehr gut, das Bibimbap. Lufthansa bietet ja das sogenannte Flynet an. Internet, Wi-Fi während des Fluges hat einen bestimmten Preis. Die Preise kann ich euch gerne jetzt mal einblenden. Aber wenn man zum Beispiel bei Airline-Check-ins sich angemeldet hat, das Paket gebucht hat für 3 Monate 30 €, dann hat man bei allen Lufthansa-Flügen und auch bei allen oder bei vielen anderen Airlines kostenlos Wi-Fi den ganzen Flug. Das haben wir auch wieder gemacht. Und sind also quasi die ganze Zeit online, können posten auf Instagram. Seid ihr eigentlich schon auf Fan auf unserer Seite bei Instagram oder Facebook? Noch nicht, denn dort posten wir immer regelmäßig unsere Erlebnisse live direkt vor Ort. Also könnt ihr auch live dabei sein. So, angekommen in München. Ja, ein Flug mit der Lufthansa in der A350 ist immer toll. Ein sehr neues Flugzeug, gerade mal 1 Jahr alt. Und das auch noch gleich 11 Stunden lang mit Verspätung. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unseren Anschlussflug noch bekommen. Wahrscheinlich nicht, wir müssen umgebucht werden. Aber da kann die Lufthansa ja nichts für. Das war ja an der Air Control in Seoul gelegen. So, nochmal. Ja, Dominik hat die Ruhe weg gerade. Aber wir haben auch genügend Zeit jetzt wahrscheinlich. Nochmal ein kurzes Resümee meiner Meinung über den Flug hier mit der Lufthansa in der A350. Die Crew war wirklich total lieb, nett. Bis auf der Captain leider am Anfang, der war, muss ich noch mal sagen, deswegen waren wir am Anfang etwas verhalten, der war etwas unfreundlich zu uns. Der hat uns erstmal gesagt, wir dürfen hier nicht filmen und das in einem Ton, aber das hat er dann irgendwann wieder revidiert, war dann wieder völlig offen und nett, hoffentlich zumindest. Und ja, da war alles gut, denn auch die Crew, wie gesagt, richtig freundlich. Service war gut, Sitz, das Essen war auch okay, das Bibimbap war
hervorragend, muss ich schon sagen. Und ja, das Entertainment-System geht auch besser. So, und mein Fazit, das geht ganz schnell. Das Bibimbap war besser als in Korean Air First Class. Wer das Video nicht gesehen hat, sollte jetzt mal das i klicken. Es war besser als bei Asiana Airlines. Und ansonsten, ja, der Flug war zufriedenstellend mit der Lufthansa. Ich hoffe, sie werden das Hardprodukt irgendwann updaten und dann ist das auch wieder auf der Höhe der Zeit. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!